So, die Koffer sind gepackt. Wir sind bereit und werden jetzt gleich zur AIDA gefahren. Von unserer lieben Svenja. Wir sind in der Kabine angekommen. Aber es war echt anstrengend. Es ist jetzt 15:39 Uhr. Wir waren um ziemlich genau 14 Uhr da. Das war ungeil. Ich muss jetzt erstmal Keks essen. Wir müssen jetzt zur Sicherheitseinweisung. Das sinkende Schiff üben. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt durch den Poolbereich gegangen, um an die frische Luft zu kommen. Da oben haben wir die Schornsteine. Ja, hier habt ihr mal einen Blick über das Cruise Center. Ja, so wird man hier an Bord bedient, wenn man ein bisschen Wasser kauft. Und Schokolade. Wie ein König. So, Schiff erkundet, abgelegt haben wir auch. Wir sind jetzt in der Kabine. einen schönen Kaffee. Schönes Käffchen. Dann haben wir hier unser Bettchen. Hier ist ein großer Fernseher. Klein, aber fein und sauber. Und so bleiben wir jetzt hier bis Montag. Heute ist Samstag. Montag in Bergen anlanden. Und da wollen wir dann sofort vom Schiff stürmen, um die Wege der Isdalfrau zu verfolgen. Ein Kriminalfall von 1970, wo sie in Norwegen eine verbrannte Frauenleiche gefunden haben. Und die war sehr mysteriös. Das erzählen wir natürlich, wenn wir zum Fundort laufen. Moin ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Zweiter Tag auf der AIDA. Ja. Heute ist Seetag, das heißt wir liegen nirgends an. Und wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist so ein verklemmtes Clubschiff, wo man immer animiert wird und so. Aber man kann hier machen, was man will, ne? Ja. Wenn man Party machen will, wenn man feiern will, du hast 1000 Möglichkeiten. Du hast zig Restaurants, Bars, hast wirklich ständig Action, wenn du da Bock drauf hast. Und wenn du deine Ruhe willst, hast du genügend Ecken, in denen du deine Ruhe hast. 18 Decks, 337 Meter, da kann man wandern ohne Ende. Oh ja, vor allem Treppen. Und wir können viele Treppen Und sich steigen. alles angucken. Ja. Heute haben wir auch schönes Wetter, also relativ. Und Morgen werden wir in Bergen ankommen. ja, jetzt können wir frühstücken. Ja. Auf geht's. Frühstück ist erledigt. War's gut? Ja, war sehr gut. Wir haben übrigens überhaupt nicht erzählt, wie die Nacht gewesen ist. Geschlafen haben wir auch ganz gut. Ich bin oft aufgewacht, aber Ja, super gut War geschlafen. eine Heute gute Abend sollen wir Windstärke 10 kriegen. Das wird spaßig. oh, da freue ich mich drauf. Hallo, Namaste, einen wunderschönen guten Morgen und welcome to Kiosk. Ich habe es mir jetzt wieder im Strandkorb von vorhin gemütlich gemacht. Habe mir ein Buch mitgenommen. Hier im Strandkorb ist es nämlich schön windgeschützt auch. Draußen an Deck, wenn beim Rumlaufen ist es richtig windig, so ist es windgeschützt. Und werde jetzt ein bisschen lesen, wahrscheinlich auch ein bisschen Musik hören und vor allem diesen Ausblick aufs Wasser genießen. Dass Sie Informationen auch bekommen, dass wir dann für den späteren Abend, in jedem Fall die zweite Nachthälfte, etwas mehr Wind erwarten. Geht hoch bis Windstärke 10, Böen 11, leicht mal ansatzweise auch eine kleine 12 mit dabei. Aber ansonsten hauptsächlich eben auch der Seegang, der sich dann aufbauen wird. So, moin aus Bergen. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3 unserer Reise. Wir sind jetzt in Bergen, also durch Bergen durch und sind jetzt schon an diesem See.
wo unsere geheimnisvolle Frau gefunden wurde. Aber erstmal, die AIDA macht Spaß, wunderbar, alles gut. Nur mit dem Boarding in Hamburg haben wir da uns totgestanden. Und jetzt zum Landgang haben sie das Schiff festgemacht und ist es abgetrieben. Es war zu stürmisch und die Gangway ist abgebrochen. Tatsächlich. Naja, statt um 10 sind wir also erst um 10:30 an Land gegangen. Das kostet uns natürlich ein bisschen Zeit insofern, als dass wir eine halbe Stunde weniger Tageslicht haben für unser Projekt hier. Ja, 3,5 Kilometer haben wir jetzt zurückgelegt, bis wir in dieses Wandergebiet gekommen sind. Und wandeln jetzt tatsächlich schon komplett auf den Spuren der Isdalfrau. Bei der Isdalfrau handelt es sich um eine bis heute unbekannte Frauenleiche, deren Todesursache im Grunde auch unbekannt ist. Also war es Suizid oder Mord? Es gibt wahnsinnig viele Theorien. Sie wurde am 29. November 1970, also fast auf den Tag genau, vor 55 Jahren, von einem Vater mit seinen 2 Kindern beim Wandern im Isdal gefunden. Die Leiche war größtenteils nackt. Sie lag auf dem Rücken. Die Vorderseite war verbrannt, die Rückseite unversehrt. Bei ihr gefunden wurden ein paar Sachen. Es wurden beehrte Use-Streichhölzer gefunden. Es wurden 2 leere Wasserflaschen gefunden, eine Flasche Likör, noch ein paar Sachen, ihre Gummistiefel, die sie ein paar Tage vorher erst in Stavanger gekauft hatte. Interessant ist, sie hatte einige Betäubungsmittel, Tabletten, im Magen, im Mund noch und um sich herum verteilt. Sie hat nicht so viel davon genommen, dass das tödlich gewesen wäre an sich, sondern sie ist tatsächlich an einer Mischung aus diesen Tabletten und einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Und unter ihrem Körper wurde ein Tropfen Benzin gefunden. Man hat aber in der Nähe der Leiche und auch sonst ringsrum keinen Behälter gefunden, in dem sie hätte Benzin transportiert haben können. Der Polizeichef hat nach knapp 3 Wochen gesagt, der Fall ist gelöst, es war Suizid. Thema durch, es wird nicht weiter ermittelt. Sie habe die Betäubungsmittel geschluckt, sei dann ins Feuer gefallen und dann gestorben. Von den ermittelnden Polizisten glaubt davon aber praktisch keiner an dieser Theorie, weil sie sagen, es war alles viel zu merkwürdig. Warum wurde dann die Leiche auf dem Rücken liegend gefunden? Wie kommt das Benzin unter ihren Körper? Und ganz viele andere Punkte. Mehr erzählen wir später. Und wir haben nicht so lange Licht, weil um 16 Uhr geht die Sonne unter. Welche Sonne? Welche Sonne, und es regnet gerade in Strömen. Herrlich. Komm hier. Und dann gleich wieder ein Wasserfall. Das ist schon beeindruckend. Aber es hat seinen Namen Eistal. Auf jeden Fall zu Recht. Weil es hier sehr dunkel und kalt ist. Da haben wir gerade einen Einheimischen getroffen. Knut. Mit seinem Hund, der hat immer geheult. Grüße gehen raus. Wie ein Wolf. Because they found liquor and a lot of different kind of heavy tablets. I think she put all that, and she died, and then she tipped over to the fire. Und der hat erzählt, dass er als 10-Jähriger den Fall hier erlebt hat und da wohl auch war. Und er hatte natürlich seine ganz eigene Theorie, wie alle anderen auch, nämlich, dass sie sich umgebracht hat und mentale Probleme hatte. Das ist auch eine durchaus legitime Theorie, eben weil die so viele verrückte Sachen gemacht hat, wie Code schreiben, ständig im Hotel umgezogen, im gleichen Hotel. Und diese ganzen Namen, die sie da hatte und so, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja typisch für Spione. Da sage ich aber nein, eben nicht. Spione versuchen ja unauffällig zu sein. Auch in dem Moment, wo man sie fasst, haben die in der Regel eine Legende vorzuweisen. Aber als man ihre Sachen gefunden hat, war das ja ein Wirrwarr von verrückten Handlungsweisen. Aber wir wissen es nicht. Das kann man auch nicht mehr, das wird wahrscheinlich auch nichts mehr werden. Marion glaubt ja eher, dass es
dass sie was mit Agenten zu tun hatte oder zumindest eine Botin gewesen ist. Ich bin der Meinung tatsächlich, dass sie vielleicht keinen Selbstmord begangen hat, aber trotzdem mental richtig Probleme hatte. Achtung, Pfütze. Wir wissen es nicht. Also Jedenfalls ist es hier wunderschön in diesem Tal, in diesem Eistal. Naja, ich gehe mal rüber, die Marion wollte auch noch was sagen. Ich glaube nicht, dass sie in dem Sinne eine Spionin war, aber ich glaube, dass sie eine Zivilistin gewesen ist, die als Botin missbraucht wurde, deswegen auch so oft rumgereist ist und da dann praktisch, ja, sie hat Geheimagentin gespielt, war eine Botin und hat eben Unterlagen von A nach B transportiert. Das würde natürlich erklären, warum sie so viel unterwegs gewesen ist. Was dafür spricht, ist auch, dass sie mehrfach mit fremden Männern gesehen wurde, also jeweils mit einem fremden Mann, in Unterlagen vertieft und haben sich aber, also waren nicht irgendwie ein Paar oder freundschaftlich untereinander, sondern sehr nüchtern und sachlich und haben eben zusammen Unterlagen gesichtet. Also ich glaube eher in diese Richtung und ich glaube tatsächlich nicht an einen Selbstmord, eben aus dem Grund, warum wurde sie auf dem Rücken liegend gefunden, die Vorderseite war verbrannt, warum wurde Benzin unter ihrem Körper gefunden, aber kein Gefäß, in dem sich Benzin befunden haben könnte. Das ist... Der Gerichtsmediziner hat gesagt, was in den Blutkreislauf von diesen Betäubungsmitteln gelangt ist, war nicht genug, um sie auszunocken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben bewusstlos geworden ist, dann ins Feuer gefallen ist und dann gestorben ist, halte ich auch für relativ gering. Ich glaube das nicht. So, wie weit haben wir es noch zur Isarfrau? Keine 20 Minuten mehr laut Komoot. Es sind noch... Guckt euch mal dieses Bergpanorama da an. Ich weiß gar nicht, ob das hier so schön raufkommt. Da unten ist der See. Und dann diese Berge, die sind hier riesig. Überall um uns rum. Geil. Wie weit sagst du? 530 Meter noch. Oh, jetzt aber Gas geben. So, wir sind jetzt auf den letzten 200 Metern zum Fundort der Isdalfrau. Hier hat die sich also auch noch im November hochgeschleppt. Sie hat am 23. November im Hotel in Bergen ausgecheckt und ihre Koffer zum Bahnhof in Bergen gebracht und ist also praktisch zur gleichen Jahreszeit wie wir, nur ein paar Tage nach uns, hier lang gelaufen. Und das in Gummistiefeln. Respekt. Das ist schon mit Turnschuhen Richtig gefährlich. abenteuerlich. Ich weiß auch noch nicht, wie wir hier wieder runterkommen. Ich auch nicht. Wahrscheinlich auf dem Hosenboden. Nützt ja nichts. Soll ich dir die Hand geben? Ah, ne. Und dann auch noch mit der Kamera in der Hand, du. Ja, ich habe die Kleine laufen. Ich nehme lieber keine in die Hand. Soll ich die Kleine... Warte mal. Ja. Der zeigt irgendwo rechts rum an. Wir sind falsch. Wir müssen hier irgendwo rechts. Komm mal her. Ja. Zeig mal. Nee. Ja, das ist dein GPS. Nee, das ist der Weg, den wir hier sehen. Und der ist Scheiße. falsch. Und da kommen wir nicht hin. Wir müssen irgendwo rüberkommen. So, die Marion ist jetzt da oben. Also das wird nichts, den genauen Platz zu finden, weil wir sind hier wirklich auf unwegsamstem Gelände. Und überall Felsen und Wasser und Matsch.
Und Schnee. Es wären jetzt noch 190 Meter diesen Weg hinauf, beziehungsweise von Weg ist hier nicht viel zu sehen. Es ist sowas wie ein Trampelpfad, der immer steiler wird. Ich bin jetzt diesen Weg hochgelaufen und ich fürchte, wir werden kurz vom Ziel verhungern. Das ist einfach zu gefährlich, erst recht bei Schnee und Matsch. Scheiße. Brauchst du Hand? Von da. Okay, jetzt habe ich dich. Bitte loslassen. So. Hier kannst du dich Jawohl. festhalten, hier nicht. Jawohl, warte. So. Ja, da war die Marion ziemlich weit oben. Was sagst du? Ärgere mich total, dass es viel zu gefährlich ist, jetzt weiterzulaufen. Aber guck mal an, wie das da, man sieht es wahrscheinlich auf Kamera nicht. Aber das ist nur Spalten, Felsen. Ja, das Schlimme ist, das würde alles funktionieren, wenn es trocken wäre. Aber Ja. es ist hier nass, Und das geht rutschig. hier auch gleich überall Schnee. runter. Ja, So, und nichts ist markiert, man findet hier nichts. nee, man muss sich auf der Komoot-Route bewegen, das geht ganz gut. 190 Meter. Das war ich gerade noch von der Istalfrau entfernt. Aber man weiß ja trotzdem nicht, wo genau sie. Ja, man müsste sich an Bildern orientieren. Ja, wirklich schade. Da hat sie gelegen, irgendwo da oben. Wir sind jetzt wieder heile runter. Und sind natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass wir den genauen Platz nicht gefunden haben. Beziehungsweise es zu gefährlich war, dorthin zu laufen. So schön das hier ist, aber es ist auch nicht eindeutig, wo der ist. Also das gibt zwar in Google Maps Punkt, aber das sagt nichts. Mich würde interessieren wirklich, wie das Wetter hier am 23. November 1970 war. Denn die muss ja diesen Weg genommen haben, den wir gerade gelaufen oder versucht haben. Das machst du doch nicht freiwillig. Niemals. Auch nicht, wenn du sterben möchtest. Also man weiß bis heute nicht, wer die Frau ist. Man weiß nicht, wie sie zu Tode gekommen ist, weil das sehr dubios war. Man weiß allerdings, dass sie im Bahnhof Bergen 2 Koffer deponiert hatte und dann hierher gegangen ist. Und in diesen Koffern waren Klamotten, Kosmetik. Aus den Klamotten waren die Etiketten rausgeschnitten. Aus der Kosmetik waren die Namen abgekratzt. Und Perücken? Perücken hatte sie und auch Blätter mit Code beschrieben, mit ihrem speziellen Code. Hi. Hi. Und der ist mittlerweile entschlüsselt worden. Das waren diverse Reiserouten, die ist unheimlich viel gereist. Auch hier in Norwegen hat sie das Hotel selbst in Bergen direkt gewechselt, dann im Hotel die Zimmer gewechselt, ist ab und zu mal mit Männern gesehen worden, geschäftlich aussehende Typen, mit denen sie Zettel oder Unterlagen studiert hat. Ja, und bis heute weiß man nicht viel. Hat sich noch anders sehr merkwürdig verhalten, hat in einem Hotel in Bergen, wenn sie da war, den Stuhl aus ihrem Zimmer in den Flur gestellt, wenn sie weg war, den Stuhl reingeholt. Hat in einem anderen Hotel, bei dem es noch öffentliche Klos gab, einen Buchstaben von dieser Türbeschriftung vom Klo weggenommen und bei sich an die Zimmernummer rangeklebt. Also ist auf der einen Seite irre, aber auch nur solange man das nicht versteht, was dahinter steckte. Ja. Jedenfalls, ich glaube 2016 haben sie den Fall nochmal aufgehoben, NRK, der Ja. Sender, und haben auch eine DNA- und eine C14-Analyse gemacht.
gesagt, sie hatten halt Gewebeproben genommen. Also die norwegische Polizei, Marion hatte das ja schon gesagt, hat ganz schnell ein Deckmäntelchen über den Fall gelegt. Da gibt es auch eine Pressekonferenz, wo der Polizeichef, glaube ich, von Bergen, sagt, nee, das ist alles Selbstmord, klappert total hysterisch mit den Augen. Nee, das ist alles hier Selbstmord, Thema erledigt. Ja. Als ob er gedeckelt worden ist vom Geheimdienst oder man weiß es nicht. Das ist alles Spekulation. Jedenfalls haben sie mit dieser DNA und anderen Untersuchungen dann herausgefunden, dass sie wohl in Nürnberg geboren wurde oder als Kind da gelebt hat. Geboren. Und dann immer in diesem Dreieck Belgien, Frankreich, Deutschland ihre Jugend verbracht hat. Dann hat jemand noch hier mit einem Metallsondel vor gar nicht langer Zeit eine uralte Handtasche gefunden, wo schon Wurzeln durchgewachsen waren. Da war 40 Meter vom Fundort gefunden, war aber nichts drin weiter, alles verrottet. Und das ist der Stand der Dinge. Seinerzeit, und das finde ich wieder sehr gut, haben sie die Isdal-Frau in einem Zinksarg beerdigt, damit eben das nicht alles verrottet, was noch da ist und man möglicherweise später noch was finden kann. Und beerdigt worden ist sie auf Einem Friedhof in Bergen. dessen Namen der heißt Möllendal-Grafplatz. Und da wollen wir jetzt natürlich auch hinflitzen. Deswegen war ich vorhin auch schon so genervt von diesem Boarding, ne? Weil die uns unheimlich viel Zeit weggenommen haben. Um 16 Uhr geht die Sonne unter, dann ist hier finito della musica. Und deswegen rennen wir da jetzt so schnell wie möglich hin und müssen auch da den Platz suchen. Denn die ist anonym beerdigt worden. Die hat keinen Grabstein, das Grab ist nicht erkennbar, außer dass wir wissen, es gibt einen Oleanderbusch und wir wissen, wie die Umgebung aussieht. Nee, ein Rhododendron. Rhododendron. Und wir wissen, dass da ist auch ein Grabmal, das wir kennen, ganz in der Nähe. Und wir kennen auch die Häuserkonstellation hinter dem Punkt, weil wir Fotos von der Beerdigung gesehen haben und so weiter. Also diese Umgebung hier in diesem Eistal, ne? Ist wunderschön. Es ist so schön hier. Ja. Aber wie diese Frau da hochgekraxelt sein will. In Gummistiefeln. In Gummistiefeln. Also das bestärkt mich eigentlich nur in der Idee, die wollte hier einsam ihrem Leben ein Ende setzen, nicht gefunden werden. Und das war's. Und ja, normalerweise, ich weiß auch gar nicht, wie die da gefunden haben. Ich bin beim genauen Gegenteil. Ich sag, das tut sich doch keiner an, wenn er sterben will, vorher noch so eine Scheiße mitzumachen. Ich kann das verstehen. Wenn du keine Lust mehr hast und willst nicht, dass irgendjemand erfährt, was mit dir ist, und du willst nicht, dass sich im Tod irgendwelche Leute begrabbeln oder beerdigen, aber es ist alles Spekulation. Also, das war aber ja von Anfang an klar, dass wir hier keinen Fall lösen, sondern genauso spekulieren wie alle anderen. Wir wollten nur mal zeigen, wie es hier so ist. Jedenfalls Und es ist herrlich. habe ich zu Michael vorhin schon gesagt, wir werden noch mal herkommen müssen. Wir werden im Sommer noch mal herkommen müssen, weil ich kann das nicht. Mein innerer Monk lässt nicht zu, dass ich nicht an dieser Stelle gewesen sein werde, an der sie gefunden wurde. Das kann ich nicht. Ich muss im Sommer noch mal herkommen. Aber nicht mit der Kreuzfahrt, glaube ich. Nee, da kommt man mit dem Dacia Duster. Mit die da. Mit dir, du da.
so durch strömenden Regen über diesen riesen Friedhof, Möllendal-Grafsplatz, also Möllendal-Friedhof, haben wir es tatsächlich wenigstens hier geschafft, Die Isdalfrau zu besuchen. die Isdalfrau zu finden, wo sie beerdigt, und zwar anonym beerdigt ist. Es gibt ja Fotos von der Beerdigung, als auch von der neuerlichen Fernsehdokumentation. Und demnach gibt es hier so ganz signifikante, wenn man so will, Merkmale. Unter anderem dieses Grabmal, dieses hier. Und da hinten die pinken Häuser. Und beerdigt worden ist sie neben diesen beiden Bäumen. Und zwar genau An diesem Rhododendronbusch. an diesem Rhododendronbusch. Und jemand hat da sogar Blumen hingestellt. Ach, guck mal. Da hat jemand einen Stein hingelegt. RIP, November 1970. Ach nein, Ja, das gibt's doch das nicht. heißt, jetzt können wir uns sicher sein, dass wir den Platz gefunden haben. Also hier liegt die Isdalfrau, RIP 11 1970. Weil man ja nicht genau weiß, sie ist am 23.11. zuletzt gesehen worden. Und ihre Leiche wurde am 29.11. gefunden. Und man weiß ja tatsächlich nicht, an welchem Tag sie wirklich gestorben ist. Das haben wir auch gerade erst entdeckt. Als wir hier hingelaufen sind, ich habe gesagt, wir müssen noch weiter in die Richtung ein bisschen höher. Ich spüre das, ich habe Gänsehaut. Ich kriege immer mehr Gänsehaut. Also geil, dass wir das gefunden haben. Und hier unter liegt sie in einem Zinksarg. Damit sollte man herausfinden, wer sie war und damit wer ihre Verwandten sind, damit die Verwandten sie noch selbst beerdigen können. Ja, ich finde das richtig geil, Ich habe Gänsehaut. dass wir das geschafft haben. Das ist auch nicht so einfach. Also wir haben, wie gesagt, an alten Fotos rumgedoktert. Blende ich hier auch mal ein. Zumindest den von der Beerdigung. Aber nicht von der Fernsehdokumentation. Unglaublich. Aber irre, dass sich da jemand noch dran so was hingelegt hat, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, das ist alles nicht so spektakulär, was wir hier geliefert haben. Aber für uns ist das ein Fall, mit dem wir schon viele, viele Jahre unterwegs sind und nachlesen und Gedanken machen und was alles. Und das ist schon irre für uns, jetzt hier zu stehen. Ja. Der Marion hat auch gleich ein bisschen geweint. Ist ja auch okay. Ich habe vor, ich glaube, 5 Jahren einen Artikel über die Isdalfrau geschrieben, weil mich das einerseits natürlich fasziniert, andererseits finde ich es aber auch wahnsinnig traurig, dass ihre Familie auch nicht weiß, was mit ihr passiert ist. Oder ja. Ah, Und ich ja. hätte nie gedacht, dass ich mal hier hinkomme, nach Bergen, um sowohl zumindest in der Nähe ihres Sterbeortes zu kommen, als auch dann mal an ihrem anonymen Grab zu stehen. Verrückt. und in Stavanger hat die Isdalfrau noch Schuhe gekauft, bevor sie da hingelaufen ist ins Eistal, wo sie umgekommen ist. Und das ist der Schuhladen, wo die Isdalfrau diese Gummistiefel gekauft hat. Ja. Und hier in Stavanger war sie vom 9. bis 18. Ne? Vom 9.11. bis 18.11. 1970. Wir haben heute den 18.11.2025, sind also genau 55 Jahre später auf den Tag. Genau. Hier. Und da bezeichnenderweise stehen da Gummistiefel. Und das sneaken wir jetzt mal rein. Wir sneaken rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hi. Hi. Wenige Tage vor ihrem Tod hat sie in Stavanger in einem Hotel ganz in der Nähe vom Schuhladen geschlafen und dann im Schuhladen eben sich die Gummistiefel gekauft, die bei ihrer Leiche gefunden wurden. Wir stehen jetzt vor dem Hotel, wo die Isdalfrau vom
9. bis 18.11.1970 gewohnt hat. Gewohnt hat. Das Hotel hieß damals? Das Hotel hieß damals St. Swithun Hotel. Wir sind Clubgata 3 ist die Adresse, wurde später zum Komforthotel. Und jetzt stehen wir hier, ja, vor einem Lost Place. Und hier ist die Isdalfrau damals ein- und ausgegangen. Wild. Und auf der Clubgata, die Straße da ist nur noch ein Lost Place. Ja. Also abgeklebte Scheiben und was alles. Wir Und gehen hier jetzt sieht noch man es mal. auch, dass hier nichts mehr drin steht. Ne, das geht war die mal das Treppen hoch. Hotel. Dann gehen wir jetzt hier mal rum und sehen das Hotel von der Rückseite. Ah ja, das ist es hier. Wild. Ja. Leider spiegelt sich hier alles. Ah ja, guck mal. Und hier ist sie dann hoch und runter und was alles. Und dieses Hotel ist nur 60 Meter von dem Schuhgeschäft entfernt, wo Wo sie wir sich eben waren. Genau. Und damit sind wir durch mit der Isdalfrau. Zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder von Brügge in Bergen, von der Altstadt. Ja. Soll sehr hübsch sein. Wenn das Licht noch reicht, da sind wir jetzt unterwegs. Und dann geht's wieder aufs Schiff und morgen nach Stavanger. In der Infobox findet ihr einen Link zu meinem Blogartikel, Jawohl. einen Link zu dem wirklich guten Podcast Death in Ice Valley und wenn wir es finden, auch noch einen Link zu der Doku des Schweizer Fernsehens, die wir uns noch mal angeguckt haben. Alles sehr interessant, sehr aufschlussreich und nochmal natürlich viel detailliertere Informationen. Ja, geht dann weiter mit Stavanger im Video. Oslo machen wir wie heißt das? Christian Sand. Christian Sand. Auch noch ein paar Videos. Wenn ihr Bock habt, abonniert mal. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr die Glocke anklickt. Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.